Hallo ihr Lieben, heute machen wir türkischen Mokka für 2 Personen. Wir brauchen ein Cezve, eine Mokka-Tasse, 2 Mokka-Tassen kaltes Wasser, 2 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel gemahlenen Kaffee. Zuerst kommt das Wasser in den Cezve, dann der Zucker und beides wird kurz verrührt. Jetzt kommt das Kaffeepulver dazu und wir verrühren das Ganze weiter. Sobald sich das Pulver aufgelöst hat, kommt die kleine Kanne auf den Herd. Bitte achtet auf niedrige Temperatur, damit sich das Aroma entfalten kann und der Kaffee nicht bitter wird. Das Ganze dauert jetzt ca. 5 Minuten, wo wir langsam umrühren. Hier im Schnelldurchlauf für euch, und in der Zeit kann ich euch ein paar Infos zum türkischen Mokka geben. Das Cezve wird auch Mokka-Kanne, kleine Kanne oder ibrik genannt. Je nachdem, für wie viele Personen es sein soll, gibt es das ibrik in verschiedenen Größen. Unser Cezve ist für 3 bis 4 Personen und heute kochen wir für 2. Die bekannteste türkische Kaffeemarke ist Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Seine Arabica-Bohnen kommen aus Zentralamerika und Brasilien. Ich verlinke euch den Kaffee und die Mokka-Kanne in der Infobox, aber preiswerter bekommt ihr beides in einem türkischen oder arabischen Laden. Mokka ist die älteste Art, um Kaffee zuzubereiten. Deshalb gehört die Zubereitungsart seit 2013 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Sobald der Kaffee aufkocht und sich Schaum an der Oberfläche bildet, nehmen wir die Kanne vom Herd und verteilen den Schaum gleichmäßig in beide Tassen. Wenn wir das jetzt nicht machen würden und später nach dem Aufkochen direkt in beide Tassen abschenken würden, dann hätten wir keinen gleichmäßigen Schaum in beiden Tassen. Danach lassen wir den Kaffee ein zweites Mal aufkochen. Nun gießen wir den Kaffee vorsichtig langsam von einer Seite ein, damit wir den Schaum nicht kaputt machen. Und fertig ist der leckere Mokka. Wartet am besten 2 Minuten mit dem Servieren, damit sich der Kaffeesatz auf den Tassenboden legen kann. Serviert wird der Mokka mit einem Glas Wasser und etwas Süßem. Ich habe hier selbstgemachte Pralinen genommen. Das Rezept dazu blende ich euch jetzt ein.